Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe jetzt einige Tage nicht gefilmt. Irgendwie war mir nicht danach. Aber jetzt geht's nochmal los. Und zwar geht es heute um die Fülle, Reichtum, Geld, ganz viel Geld und ganz viel altes Geld und Münzen. Hast du Lust, das zu entdecken? Dann bleibe dabei. Hier ist MCV-ASMR Martina. Okay, ich werde das mal hier wieder ein bisschen reinpacken. Das steigert die Spannung. Und auch die Münzen werde ich ein bisschen beiseite legen. Ich habe jetzt hier alte Geldscheine und Münzen von irgendwie in der Familie rumgereicht und ich habe sie mir mal genauer angeschaut. Und spannend, was daraus kam. Ich habe hier eine helle Unterlage, damit wir das Geld besser sehen können. Okay, fangen wir mit Reichsmark an. Und zwar gab es in den 1920er Jahren eine Hyperinflation. Und da habe ich 2 Scheine. Das ist der erste Riesenschein. Das sind 100.000 Mark, Reichsmark. Ich sag ja, ich bin reich. Es kommt immer mehr Geld zu mir. Ich werde immer mehr als genug haben. Hier mal eine kleine Affirmation zwischendurch. Ja, dieser Geldschein ist vom Februar 1923. Und auf der Vorderseite ist der Kaufmann Georg Gysi nach einem Gemälde von Hans Holbein aufgedruckt. Es handelt sich hier um Papier, ja, mit ganz vielen Nullen. Ich habe hier noch eine Lupe. Es blendet ein bisschen, aber vielleicht kannst du ein bisschen entdecken. Eine tolle Lupe von Eschenbach. Noch deutsche Wertarbeit. Qualität halt. Ja, das war mehr zum Beginn der Inflation, dieser Hyperinflation. Und jetzt habe ich noch einen Schein. Der ist ein bisschen kleiner vom Ausmaß, aber nicht vom Betrag. Sie haben sich nachher gespart, auch die Hinterseite zu bedrucken. Und guck mal, so viel kleiner. Ja, und dieser Schein ist vom September 1923. Also nur ein paar
Monate später. Hier steht zwar 500, aber wenn du genauer hinsiehst, sind das 500 Millionen Mark. Ja, ich bin Millionär. Kannst du es sehen? Gucken, ob ich das mit dem Lupenglas noch ein bisschen... Nee, es blendet, ne? Okay. Ja. Das ist ein hoher Betrag, aber war damals nicht viel wert. Und zwar konntest du dir vielleicht ein Ei kaufen für 500 Millionen Mark. Ich habe mal nachgeschaut, wenn man diese Scheine jetzt verkaufen möchte, was man dafür bekommt, ungefähr. Die 100.000 Mark haben ungefähr einen Wert von 7 Euro und die 500 Millionen einen Wert von ca. 9 Euro. Das sind Preise, zu denen diese Scheine schon mal verkauft worden sind. Dadurch, dass ja so viele davon gedruckt und im Umlauf waren, sind sie auch nicht so sehr selten. Ja, das waren die Reichsmarkscheine. Als nächstes kommen wir nach Amerika. Da hole ich mal meine Geldtasche wieder. Das sind 4 Scheine. Einmal 2 Dollar, einmal 100 und zweimal 500 Dollar. Das Besondere an diesen Scheinen ist, dass sie nur von den konföderierten Staaten, also the Confederate States of America, gelten. Damals in dem Krieg die Konföderation gegen die Vereinigten Staaten haben die Konföderierten völlig kopflos und ungeplant Geld gedruckt wie wild. Dieses Geld war nicht durch Gold, Silber oder Baumwolle, wie es ja da sehr viel gab, gestützt. Auch das Nachdrucken, also das Fälschen, war relativ einfach. Diese Scheine wurden von Hand geschnitten und von Hand unterschrieben und teilweise wurden die Nummern auch per Hand aufgeschrieben, also sehr aufwendig. Der eine Schein, der 2-Dollar-Schein, ist von 1862. Und das Besondere auf dem Schein ist, dass nicht immer gegen Vorlage dieses Scheines gezahlt wird, sondern hier steht,
6 months after the ratification, the Confederate States, or a treaty of peace between and the United States. Okay, das bedeutet, dass erst nach 6 Monaten nach einem Friedensvertrag eine Auszahlung erfolgen kann. Auf den weiteren Scheinen 500 und 100, die sind alle aus 1864, steht drauf, 2 years after the ratification. Okay, also die 2 Jahre nach einem Friedensvertrag. Ich fand das sehr aufregend und auch spannend, was drauf stand, und habe gesehen, dass solche Scheine, wenn sie denn echt sind, pro Schein $500 wert sind. Ich war schon ganz verzückt, fand die Rückseiten aber irgendwie, ja, die sahen aus wie Spielgeld. Mal sehen, ob ich das jetzt hier auch noch mal vergrößern kann für dich. Und die Rückseite, ja, sieht irgendwie aus wie Spielgeld. Ich habe dann weiter recherchiert und festgestellt, dass in den 1960er Jahren eine Kaugummi-Firma und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, oder? Doch, Topps Co. Incorporation. Die haben Civil War Karten herausgegeben in einem Set. In diesem Set waren eine Bildkarte, ein Kaugummi und eine konföderierten Banknote. In einem Forum wurden die Seriennummern dieser Kaugummi Beilagen veröffentlicht. Und leider sind alle diese Scheine nicht echt. Die sind also aus den 1960ern, aus einer Kaugummiserie. Schade, aber eine tolle Geschichte. Gehen wir mal weiter. Und zwar habe ich ganz viele Rubelscheine aus der UdSSR. Ich frage mich, wie wir dazu gekommen sind. Das Interessante dabei ist auch, dass die alles so unterschiedlich aussehen. Okay, dann hole ich die mal raus. Okay, fangen wir mal an. Hier habe ich 3 die gleichen. Davon ist der am besten erhalten. Das ist ein Rubel von 1938. Der heutige Wert ungefähr 9 Euro.
je nachdem, wie gut erhalten. Dann habe ich hier nochmal 1 Rubel. Guck mal, wie unterschiedlich. Das ist aus 1937. Und das Interessante an diesem Schein, da die Auflage wahrscheinlich nicht so hoch war, für diesen Schein hat man schon mal 200 € bezahlt. Ja. Okay. Als nächstes habe ich hier einen 3-Rubelschein. Guck mal, wie klein der ist. Der ist auch der ist aus 1961. Also sind die noch älter. Dann habe ich noch 5-Rubelscheine. Ich habe noch einen. Das ist auch ein 3-Rubelschein. Der ist aus 1938. Und den kann man für 18 € ungefähr verkaufen. Jetzt kommen wir zu den 2 5-Rubelscheinen. Der hier 1934. Für diesen kann man ungefähr 25 € bekommen. Dann habe ich noch einen Rubelschein, einen 5-Rubelschein, auch aus 1938, und für den haben sie schon mal 15 € geboten. Ja, echt interessant, wo wir diese her haben. Ich habe noch viel mehr Scheine, aber da würde ich ja hier Stunden filmen. Ich zeige also noch einen Schein aus einem Land, das es nicht mehr gibt. So. Einmal die Rubel weg. Auf meinen Geldhaufen. So. Also der letzte Schein. Da musste ich erstmal recherchieren. Nee, musste ich gar nicht. Bei dem stand das noch nicht drauf. Er stammt aus Jugoslawien. Das sind 50 Dinare aus 1981. Spannend, dass Länder so verschwinden und sich neu formen. Kommen wir jetzt zu den Münzen. Die Dose ist auch schon spannend. Die ist selbst schon antik. Türkenkost steht da drauf. Heller Feinschnitt. Das scheint Tabak zu sein. Also eine Tabakdose. Da habe ich jetzt nur eine Auswahl von Münzen drin, die ich am spannendsten fand.
Insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich fange mit der ältesten Münze an. Sehr geschichtsträchtig. Und zwar sind das 10 Centimes. Mal gucken. Aus Frankreich. Von. Sehen, ob du das erkennen kannst. 1873. Wow. Überleg mal, was damit schon alles gekauft worden ist. Wer das schon in den Händen gehalten hat. Wow. Es gibt ja Menschen, die können Objekte in die Hand nehmen, wie diese Münze, und sehen dann Bilder. Das kann ich leider noch nicht. Da drauf, auch interessant, ist ein Bild von Ceres, eine römische Göttin der Landwirtschaft. Zu der Zeit in Frankreich gab es ja auch ganz viele Bauern. Auf dieser Münze ist ein A geprägt, das heißt, die ist aus Paris und hatte damals eine Auflage von rund 2 Millionen Stück. Jetzt, trotz des Alters, nur noch ein Wert von 3 Euro. Ist auch egal. Ich fand es sehr spannend. So eine alte Münze. Ja, als nächstes kommt eine Münze, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das ein Original ist. Und zwar eine Qing, aus der Qing-Dinge. Ach, das kann ich besser. Aus der Qing-Dynastie. Quang Shui-Zeit. 1875 bis 1908. Das war nicht so einfach. Ich musste die Schriftzeichen mir genauer angucken. Ja, und vielleicht ist sie echt. Das Interessante an diesen Münzen ist diese eckige Ausstanzung. Es gab früher keine Portemonnaies, sondern sie haben das Geld aufgefädelt oder auf Stöcken aufgeschoben. So, siehst du das? Schon sehr abgegriffen, aber die Schriftzeichen waren noch gut zu erkennen. Das sind ungefähr 15 Euro, wenn man das verkaufen möchte. Wobei der Zustand ja nicht so toll ist. Als nächstes musste ich erstmal nachschauen, aus welchem Land die Münze ist. Und zwar muss ich mal schauen, wo ist sie denn? Oh, das knistert wieder so schön. Das sind 2 Lati. Kennst du die Währung?
zeige sie dir mal. 2 Lati. Diese Münze ist aus Lettland. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte. Die wurde ja damals irgendwie von der Sowjetunion eingenommen. Dann wollte sie frei sein, dieses Lettland. Und irgendwie hat das sehr gedauert, bis sie frei und anerkannt waren. Und diese 2 Lati-Münze ist aus 1925 und hat einen Wert von 25 Euro. Jetzt habe ich noch 2 Münzen. Nein, 3. Ich habe hier einen Penny aus der Zeit von King George V. Da ist er. Diese Münze ist aus 1911 und ungefähr 10 Euro wert. Jetzt habe ich noch eine spannende Münze. 5 Zloty von 1934 aus Polen. Ja, Polen hat ja auch spannende Geschichte. Und diese Münze hat einen Wert von rund 29 Euro. Jetzt habe ich eine Münze, die sowas von leicht ist. Vielleicht kennt die auch jemand. Ich zeige sie mal. Ein Pfennig aus der DDR von, wo steht das? Da 1900, sollte ich daran gehen, 88, 89, wäre noch besser gewesen. Ja, das waren diese außergewöhnlichen Münzen und Scheine. Ich hoffe, es war interessant, entspannend und vielleicht sogar einschläfernd für dich. Eine schöne Zeit und eine Fülle von Geld, ein Reichtum auf allen Ebenen wünsche ich dir und genieße den Jahresanfang 2025. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Mach's gut. Bye bye. Bye bye.